So, das ist offiziell der Start in unsere zweite Season von Cards Against Complexity. Ich habe heute im Podcast mit mir Claudia Scherer von der Nürnberg Messe. Claudia, danke, dass du hier bist. Gerne, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, und wir spielen heute Cards Against Complexity. Haben ein paar Fragen für dich natürlich auch zu Hands-on Kundenservice bei der Nürnberg Messe. Bevor wir da reinspringen, kannst du uns vielleicht einmal erzählen, was dich zur Nürnberg Messe gebracht hat, insbesondere dann in den Service Operations Bereich? Ja, also ich komme aus dem Produktmanagement bei einem Sportartikelhersteller und bin ein kommunikativer Mensch, der gerne hands-on arbeitet, nicht so viel im Hintergrund und auch die Internationalität an verschiedenen Messen, die hat mich immer interessiert. Ich war auch als Produktmanagerin natürlich auch oft auf Messen, fand das Ganze immer sehr spannend. Und habe jetzt da die Möglichkeit, das auszuleben. Jeder Tag ist anders. Ja, jeder Tag ist anders und jeder Tag ist wahrscheinlich auch, hat wahrscheinlich so ein paar Verbindungen zwischen Produkt und Service. Also Service ist ja am Ende nichts anderes als das Produkt der Nürnberg Messe oder ein wichtiger Bestandteil des Produkts. Genau, in erster Linie die Service-Dienstleistung letztendlich, ja. Welche Verbindungen siehst du da zwischen deiner Produktarbeit von vorher und der Servicearbeit von heute? Welche Stärken, die du aus deiner Produktarbeit mitgenommen hast, kannst du im Service anwenden? Ja gut, auf der einen Seite, man weiß, was ein Kunde braucht, was ein Kunde sich wünscht, wie man auch gerne selbst als Kunde behandelt werden möchte. Und also es liegt alles ja sehr nah beieinander. Gerade in der Produktarbeit sind ja sowas wie Projekte, Zeitleisten da. Genau. Im Service läuft das manchmal ein bisschen anders. Genau, wir haben zwar auch natürlich Planungen und gewisse Phasen einer Veranstaltung und gewisse Zuständigkeiten, aber letztendlich, wenn dann eine Messe aufs Veranstaltungsgelände kommt, aufgebaut wird, dann Stichtag über Nacht ein Wunder, wie die Messehalle von einem Abend bis zum nächsten Morgen sich nochmal verwandelt, also noch alles voller Leitern und Paletten und Handwerker am Machen und am nächsten Morgen wirklich nachts die Reinigungsdrucks durch und dann blitzt und blinkt es und man denkt sich so, ein Wunder ist geschehen. Ja, und dann geht's los. Dann gibt's immer noch Tippen, ne? Dem einen fehlt noch dies, der andere benötigt dringend noch das. Da hat irgendjemand halt vielleicht irgendwas verschlafen oder irgendeine Bestellung ist nicht angekommen, da muss man halt kurzfristig agieren. Ja, und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ja, und das ist also deutlich anders wahrscheinlich als die Produktarbeit. Für dich wahrscheinlich auch was ganz Neues. Für alle, die zuhören, wahrscheinlich auch. Da springen wir gleich rein. Bevor wir das machen, haben wir hier unsere Karten dabei, die Cards Against Complexity. Und ich zeig dir mal den Bildschirm hier dazu. Ja, ich bin schon gespannt. So, also das Deck liegt hier. Wir haben vorher nicht drunter geschaut. Ich weiß, was drunter liegt. Du noch nicht. Ich gehe einmal rein. Ich glaube, das passt ganz gut. Also, du bist auf einer Messe, ja? Du organisierst eine Kundenservice-Messe. Ja. Und jetzt sind wir zufällig auf dem Service Summit hier in Hamburg, eine Kundenservice-Messe. Was könnte hier alles passieren? Ja? Also typischerweise werdet ihr ja eingeschaltet, wenn Probleme kommen. Genau. Du hast 3 Probleme vor dir liegen. Du kannst aber nur eins lösen. Okay. Welche schnappst du dir? Also es gibt einmal eine Panel-Diskussion zur Reduktion von Wartezeiten. Das ist leider 45 Minuten zu spät. Dann gibt es auf der größten Bühne im Saal auf der Konferenz gibt's aus Versehen einen kleinen Glitch und es werden interne E-Mails angezeigt auf dem Bildschirm. Upsi. Oder das Catering wurde aus Versehen bei McDonald's bestellt und ist jetzt irgendwie auf dem Weg zu dir. Eigentlich auch so unterhaltsam, finde ich. Ich glaube, man könnte alles charmant irgendwie witzig lösen, indem man irgendwie mit ein paar lustigen Sprüchen das Ganze auflockert. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich fürs Erste entscheiden. Ich glaube, da würde ich sagen, da hat man zumindest eine Bühne, wo man darüber sprechen kann und eigentlich sagen kann, jetzt hat man gerade genau das Beispiel, worüber wir reden und was wir eigentlich nicht wollen. Und so ist es halt auf dem Leben. Und dann muss man 45 Minuten damit füllen. Genau, dann muss man sich irgendwas ausdenken, wenn man sich dazwischen unterhält. Entweder die Drinks an der Bar oder, keine Ahnung, wir könnten ein Video anmachen. Wollt ihr was gucken? Ja. Keine Ahnung, irgendwas, denke ich mal, würde einem einfallen. Also ein bisschen Kreativität im täglichen Veranstaltungsgeschäft ist wahrscheinlich immer gefragt. Und also auf der Bühne hättest du es gebraucht. Wahrscheinlich in deiner täglichen Arbeit brauchst du das auch. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, was so passieren kann im Service auf der Messe.
vielleicht gerade, weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Kundenservice kommen, digital auf dem Kontaktcenter, zwar Kundenkontakt haben, aber nicht auf der Messe unterwegs sind, kannst du uns vielleicht einfach noch mal rein in deinen Alltag bringen? Also sagen wir mal, ich arbeite jetzt bei euch in Service Ops. Ja, also was mache ich den ganzen Tag? Ich hätte absolut Lust drauf. Übrigens. Okay. Ich würde das absolut einen Tag lang machen. Komm mal vorbei. Wenn die Einladung steht, ich komme nach Auf jeden Fall, sehr gerne. Kümmern wir uns um dich. Nee, also wir können nur irgendjemanden brauchen. Also wir können das mal bei uns, kann ich gerne auch noch mehr drauf eingehen, einen Service Buddy machen zum Beispiel. Ja. Da haben wir eigentlich ein sehr innovatives Projekt bei der Nürnberg Messe eingeführt, eine freiwillige Mitarbeiterinitiative, dass eben Personen aus anderen Abteilungen, die eben gerade nicht so im hektischen, aktiven Geschäft tätig sind, weil logischerweise jeder betreut unterschiedliche Veranstaltungen oder wir haben auch eine Buchhaltung, eine Personalabteilung, also Leute aus ganz anderen Bereichen. Und wenn man da vielleicht gerade mal einplanen kann, da habe ich vielleicht mal eine Woche, wo es nicht so stressig ist oder einen Tag, wo es nicht so stressig ist, dann können die uns unterstützen, melden sich bei uns als Service Buddy für eine Schicht oder eine Doppelschicht, wie man Lust hat. Bedeutet immer einen halben Tag eine Innenschicht. Und dann weisen wir die früh kurz ein, erklären wir unser Beschwerdetool, wie man das befüllt. Und dann bekommen die von uns eine Jacke, eine gute Versorgung, einen Tag. Und dann sind die auf der Messe erkennbar für die Kunden. Und nehmen dann letztendlich eine Gastgeberrolle ein, laufen übers Gelände, gucken, ist alles sauber, ordentlich, die Kunden kommen gleich, besuchen in unserem Fall. Wir haben die Aussteller, die irgendwie auf dem Gelände sind, noch irgendwie Probleme, irgendwelche Fragen, irgendwas nicht geliefert wurde, irgendeine Bestellung nicht durchgegangen. Ja, und dann, keine Ahnung, kümmern die sich, ob Müll rumliegt, was auch immer. Also einfach sowas, wo man gar keine Vorkenntnis braucht. Deswegen, wir können das gerne mal kommen und das wir uns machen. Ich bin dabei. Wir kümmern uns im Nachgang direkt darum. Für den draußen prüfen, hängen die richtig rum auch. Ist auch wichtig, weil dann werden Kunden ganz empfindlich, wenn ihre Landesfahne falsch hängt. Genau, solche Themen einfach, ja. Und ansonsten, unser Service Operations Team stellt sich zusammen aus einer Hotline, die also auch den Account, also den E-Mail-Account betreut. Aktuell ist die Hotline auch tatsächlich noch komplett bei uns. Ist eher ungewöhnlich. Also die sitzen dann auf der Messe so ein bisschen wie so eine Live-Hotline oder wo? Nee, das ist einfach wirklich Telefon. Okay. Also Teams-Telefonie, aber es ist nicht nur für die Messe selber, sondern insgesamt. Können alle Aussteller uns anrufen, alle Aussteller-Hotline, genau. Ja. Also vor allem, wenn es halt auch um Beratung oder Schwierigkeiten im Online-Ausstellershop gibt, beraten die eben auch. Ja. Also wegen schon sehr komplexes Wissen, deswegen ist es auch noch bei uns angesiedelt. Genau, das ist der eine Teil. Dann haben wir die Service Manager, also Kollege und ich. Wir betreuen in erster Linie das Ticketing-Tool, dieses Beschwerdemanagement ist so unser Thema, dieses Tool, auch die Softwareentwicklung, Weiterentwicklung dieses Tools, wo wir eben auch wirklich total drauf aus sind, dass uns Kollegen oder Leute eben, die das nutzen, Feedback geben, auch die Servicepartner, die Gewerke, die angeschlossen sind, dass das eben immer besser läuft, immer mehr rund läuft und gerade das Vereinfachen, das ist eigentlich immer das Schwierigste. Wenn was zu kompliziert ist, dann steigen schon die Leute aus. Also man muss echt immer versuchen, den Zugang ganz einfach zu ermöglichen. Ja, und dann haben wir noch den Service Point. Das ist wirklich ein zentraler Punkt im Gelände, wo physisch Menschen stehen. Vor allem natürlich im Aufbau die Belange groß sind. Natürlich erster Laufzeittag, also der letzte Aufbau und erster Laufzeittag, das sind immer so die großen, hektischen Messetage. Und dann wird's stetig ruhiger, sage ich mal. Der Abbau läuft auch meistens sehr gediegen. Da stehen dann eben Leute wirklich auch und auch teilweise Wochenende und abends und ja, wie das halt so benötigt wird für jede Veranstaltung. Ja. Genau, und so setzt sich das dann zusammen. Gut, wir haben auch natürlich noch eine fachliche Firma, die jetzt alle betreut und das ist so das Zusammenspiel. Und wir sind schon auch mit diesen Service Buddies, die mehr oder weniger so unseren Field Service ersetzen, den wir nicht haben, ist das eigentlich echt eine super Möglichkeit, weil du brauchst ja nicht immer jemanden auf dem Gelände, der rumläuft. Die Veranstaltung ist ja nicht 365 Tage im Jahr, sondern es gibt ja auch Phasen dazwischen, wo du niemanden brauchst. Dadurch ist es gut gelöst, dass man eben mit Mitarbeitern das macht. Und du merkst schon, manche Leute, die machen das total gern, das sind Wiederholer, die kommen immer wieder. Das ist auch, die uns am meisten bringen, weil die am fittesten sind. Wenn das jemand halt so aus schlechtem Gewissen, jetzt haben schon so viele gemacht, meist halt auch einmal dann, kann man mal machen, aber ist halt nicht so hilfreich, weil dann muss man denjenigen ja jedes Mal immer wieder jemand neu erst anlernen ein bisschen.
Ja, und aber auch selbst wenn es dann einmal ist, also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt bei euch eigentlich im Backoffice arbeite, im Büro, vielleicht einen ganz anderen Tagesablauf habe, mich eher um Verträge kümmere oder um die Buchhaltung, das muss ja super spannend sein. Dann sehe ich ja endlich mal das Geschäft von vorne und kann ich ja auch in mein tägliches Leben nochmal mit reinbringen, in meine tägliche Arbeit. Lernt man seinen Arbeitgeber auch ganz anders nochmal kennen. Ich mache zwar hier Personal oder Buchhaltung oder Rechtsabteilung oder so, aber genau, das ist das, was eigentlich so mein Geld auch mit verdient, ne? Diese Veranstaltung, ja, das ist schon spannend. Das macht schon Spaß. Ja. Super spannend. Und die Nürnberg-Messe, man sagt ja immer, also Nürnberg-Messe, da steht ja im Namen Nürnberg, aber Nürnberg-Messe ist ja nicht mal nur in Deutschland unterwegs, ihr seid ja also auch ein globales Unternehmen, international tätig. Und was man oft bei Messen, finde ich, vergisst, was dann eigentlich passiert. Ihr habt relativ große Leitmessen, wo wahrscheinlich Service Ops auch nochmal lustig wird. Wir haben irgendwie die Spielwarenmesse, glaube ich. Ne? Aber die Spielwarenmesse ist tatsächlich nicht unsere Nürnberg-eigene Messe. Die mieten nur unser Gelände. Okay, die mieten euer Gelände, aber das ist also, da ist wahrscheinlich, also da ist eine ganze Menge los. Interzoo ist bei euch auch. Ja. Das ist wirklich eine von unseren Leitmessen. Ja, und wie jetzt also jetzt auf dem Kundenservice Summit hier, da sind halt Menschen, da gibt's ein paar Computer, die AI wird ja gerade vorgestellt. Auf der Interzoo sind da Tiere unterwegs und wie sieht das aus? Ja, also wir haben Tiere. Es ist jetzt nicht so, dass da die Kamele und die, keine Ahnung, Elefanten da durchs Gelände laufen. Vor allem Aquarien und vielleicht Volieren und im Käfig Tiere. Aber da muss man schon auch aufpassen, wenn man in Deutschland Tiere auf einer Messe hat. Da muss man sich schon an ganz viele Richtlinien halten. Das ist schon sehr, sehr streng. Also ich denke, eine Messe da in Asien oder so, da hat man andere Optionen, wie man da Tiere vorführen kann. Aber es ist trotzdem echt eine sehr, sehr unterhaltsame Messe. Also wenn man da auch mal so die Produktbeschreibungen liest, schon sehr unterhaltsam, was da alles gibt. Also auch an Bekleidung für Tiere. Und also dieser Heimtiermarkt ist unheimlich groß, weltweit beliebt, vor allem auch im asiatischen Bereich. Und da sind auch echt tatsächlich die meisten Aussteller so aus China und so. Also sind extreme Heimtierfans und da gibt's echt verrückte Sachen für diese Tiere. Ja, und super spannend. Das ist ja auch also ein super persönliches Element, super emotional, und an Service Operations, da müssen dann eben auch Aquarien und Tiere. Und es können auch mal Aquarien ein Loch haben und es tritt Wasser aus und zwar in sehr großen Mengen. Und also da muss man wieder neue Themen. Das sind dann neue Arten von Tickets, neue Arten von Fragen. Und also wenn man jetzt mit einer Kundenservice-Brille draufschaut, also für euch, da ist zwar irgendwo ein gewisser Rhythmus drin, dass ihr mit euren Kunden, Ausstellern vor Ort arbeitet, auf der Messe unterwegs seid, aber eigentlich je nach Messe ist der Job auch sehr vielfältig. Völlig unterschiedlich. Also wenn du eine Woche Waffenmesse, andere Woche Heimtiermesse, andere Woche Spielwarenmesse, also völlig unterschiedliches. Super spannend. Aber meistens internationale, was ich sehr schön finde. Und man muss auch echt sagen, die meisten Leute, wenn sie ein Problem haben, sind einfach nur froh, dass jemand da ist, der ihnen hilft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da ständig angeschrien wird oder so, sondern die Leute haben auch Verständnis, dass manche Probleme eben Zeit bedürfen oder dass es nicht so immer so ganz einfach zu lösen ist. Aber das ist eben das, was, glaube ich, auch das ganze Messegeschäft nach Corona wieder komplett zurückgebracht hat auf den Stand vorher, teilweise sogar noch besser. Die Menschen brauchen den persönlichen Austausch und nicht nur im Business machen, also nicht nur im Sales, sondern natürlich auch, gerade wenn du Hilfe brauchst im Service, bis zu einem gewissen Grad Self-Service, Digitalisierung, Online-Shop und so weiter, alles kein Thema. Aber letztendlich, wenn es brennt oder wenn du ein Problem hast oder wenn es kompliziert wird, bist du einfach nur froh, wenn ein Mensch da ist, der dir hilft. Und deswegen dürfen auch die Menschen nicht ganz sich hinter der Technik verstecken, glaube ich. Das ist wichtig. Super spannend. Und das in der Rolle, in der du gerade bist, in Service Ops, wo ihr wirklich Hands-on Service Ops macht, nicht nur Kontakt mit dem Menschen über die Hotline, über die E-Mail, sondern auch direkter Kontakt auf der Messe. Vielleicht als Service Buddy und in meinem Fall auf jeden Fall als Service Buddy. Ich sage das jetzt einfach mal zu, ich bin dabei. Das wäre super, Und wir finden einen Tag, an dem wir eine gute Messe, auf der wir das machen können. Besten Dank. Zu Interzoo. Vielleicht müsste ich zu Interzoo kommen. Und danach, wenn du ein Aquarium brauchst, kannst du dir noch eins mitnehmen, weil die lassen wir auch ganz oft alle stehen und wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Aquarien. Vielleicht habe ich dann bald Fische zu Hause. Besten Dank dir, Claudia, für deine Zeit. Hat mich super gefreut. Ich glaube, super spannend auch für alle,
alle, die eigentlich nicht täglich auf Messen unterwegs sind, sondern eher im Kontaktcenter sind, wahrscheinlich noch ein paar wichtige Learnings drin, rund um die Service Buddies und auch rund um den täglichen Kundenkontakt. Vielen, vielen Dank dir. Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht.